Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Hashtag Real Talk Video. Ja, ihr wolltet, dass ich das so nenne. Und wir machen das jetzt auch so. Und heute soll es darum gehen, warum eure Seitenprojekte vielleicht häufiger mal fehlschlagen. Und da will ich euch 9 Gründe geben. Seitenprojekte sind dazu da, dass ihr was lernen könnt, also dass ihr quasi eure eigenen Fähigkeiten vielleicht verbessern könnt. Und vor allem, und das ist der größte Punkt, sind sie dazu da, dass sie Spaß machen. Das heißt, ihr solltet Spaß an eurem Seitenprojekt haben, und wenn ihr euch gezwungen fühlt, ist es meistens nicht mehr ein Seitenprojekt, sondern es wird zu etwas Größerem, und das kann unangenehm werden. Aber lasst mich anfangen bei Nummer 1. Ja, es sind 9 Gründe, warum eure Seitenprojekte fehlschlagen. Nummer 1 ist, ihr veröffentlicht euer Seitenprojekt erst, wenn es wirklich komplett fertig ist. Das hört sich erstmal an, als wäre das was jeder machen würde, aber wenn wir mal in die professionelle Industrie reingucken, dann kennen wir einige Early Access Spiele, ja, und so ist es normalerweise mit allen Titeln. Das heißt, viele Dinge werden veröffentlicht und werden danach noch weiterentwickelt. Eigentlich mittlerweile jede Software wird danach noch weiterentwickelt. Das heißt, es gibt Patches, es gibt ja, und die ganzen Day-One-Patches, wenn ein Spiel zum Beispiel rauskommt, sind eher darauf geschuldet, dass die Leute einfach fürs Deployment, also wirklich das Brennen von den Blu-Rays und dann das Ausliefern, das dauert alles seine Zeit, und in den 2 Monaten entwickeln die Entwickler halt einfach noch weiter und fixen Bugs, und deswegen gibt es diese ganzen Day-One-Patches. Und das ist gar nicht mal so schlecht, und ihr könnt das genauso machen im Endeffekt, nur dass ihr vielleicht nicht unbedingt ein Spiel entwickelt, sondern ihr entwickelt halt einfach mal normale Software. Und das heißt, ihr habt eine Webseite, ja? Nehmen wir mal einfach an, ihr habt einen Blog. Und dieser Blog, der hat vielleicht einen Artikel drauf, und ihr veröffentlicht den, aber dann fällt euch später auf, okay, vielleicht will ich das Design ein bisschen anpassen, ist noch nicht ganz optimal, und dann wollt ihr das anpassen und so weiter und so fort. Dann kommt natürlich noch neue Blogartikel hinzu. Ihr könnt nicht den kompletten Blog schon fertig haben. Auch mit einer statischen Webseite ist man eigentlich niemals am Ende. Okay, bei einer statischen Webseite vielleicht mal ausgenommen, aber eine App kann zum Beispiel immer noch weiterentwickelt werden. Es gibt vielleicht Feedback, das das ganze Ding besser macht, und so ein Feedback bekommt ihr erst, wenn ihr wirklich veröffentlicht habt. Und das heißt, ihr könnt danach euer Seitenprojekt weiterführen, wenn ihr zum Beispiel Issues auf GitHub sammelt und so weiter und so fort. Und deswegen ist es schon sinnvoll zu veröffentlichen, wenn man einen Status erreicht hat, der die Grundfunktionalität eigentlich umfasst. Dann kann man veröffentlichen, und dann kann man danach weiterentwickeln. Und ja, das ist auch sehr, sehr sinnvoll. So, und dann kommen wir direkt zu Punkt Nummer 2 eigentlich, der damit relativ viel zu tun hat, nämlich euer Perfektionismus. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die perfektionistisch veranlagt sind, und es gibt Leute, die sind nicht so perfektionistisch veranlagt. Es ist aber generell ratsam, seinen Perfektionismus zumindest ein wenig im Zaum zu halten, okay? Nehmen wir mal an, ich wäre komplett perfektionistisch veranlagt, also wirklich zu 100%. Es muss perfekt sein, dann würde ich wahrscheinlich dieses Video hier nicht veröffentlichen, wenn ich nicht mindestens noch 2 Tage dran geschnitten habe. So, ich merke das ja teilweise bei meinen größeren Talks auf dem Vlog-Kanal, den ihr übrigens gerne auch abonnieren dürft, so wie diesen Kanal hier auch. Wenn ich an einem Video schneide, dann fallen mir noch sehr viele Dinge auf, die man besser machen könnte. Wenn ich jetzt zu perfektionistisch veranlagt bin, dann will ich das Video nochmal neu aufnehmen. Dann will ich das Video nochmal neu aufnehmen und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich es vielleicht mal wirklich sehr, sehr gut hingekriegt, und dann will ich es aber noch 20.000 Mal schneiden. Und dann schaffe ich genau ein Video vielleicht im Monat. Das machen viele YouTuber so, aber mir ist es wichtig, dass meine Messages auch rüberkommen. Ich habe zu viele Messages, als dass ich das machen könnte. Und ähnlich ist es eigentlich mit Softwareprojekten. Klar, es geht vielleicht besser, aber man kann das Ding deployen, und man kann sich dann Prioritäten schreiben. Das heißt, vielleicht ist das Design noch nicht perfekt, und vielleicht hat man noch andere Dinge, die nicht so perfekt sind. Also vielleicht hat das Backend noch irgendwelche Optimierungsprobleme. Dann ist halt die Frage, was ist wichtiger? Also zum Beispiel sagen wir dann, okay, wir haben eine Schwachstelle, oh, das muss sofort gefixt werden, und dann im Backend fehlt noch einige wichtige Funktionalitäten, und dann kommt erstmal das Design, was vielleicht nur so 60% von 100 möglichen hat. So, und dann hat man so eine Prioritätenliste, und dann kann man die abarbeiten. Während wenn man jetzt sagt, ich bin Perfektionist, ich veröffentliche das Ding nicht, bevor mein Webseitendesign nicht perfekt ist, manche Sachen fallen einem halt erst hinterher auf, und dann muss man aber auch Prioritäten setzen. So, deswegen, ja, man wird halt nie fertig, wenn man perfektionistisch ist. Es ist einfach leider so, und irgendwo muss man dann mal einen Cut setzen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, das kann eigentlich jeder nachvollziehen. So, kommen wir zu Punkt Nummer 3. Für die andere Richtung, ihr seid, oder nicht unbedingt andere Richtung, aber wenn ihr Prokrastinateure seid, ja, dann
Also das muss natürlich erstmal jeder für sich so selber erkennen, ob man prokrastiniert oder nicht. Aber wenn ihr Prokrastinateure seid, dann kann euch ein Zeitlimit wirklich Wunder helfen. Prokrastinieren bezeichnet den Vorgang, dass man einfach sich nicht unbedingt ohne Druck arbeiten kann. Also quasi, wenn ich nicht sage, hey, heute muss das Video raus oder heute muss mein Blogartikel raus oder heute muss die Website veröffentlicht werden, dann kann man ohne das nicht wirklich weiterarbeiten. Und klar, wenn ihr ein Seitenprojekt habt, dann ist da niemand in eurem Nacken und sagt, hey, heute muss das Ding raus, der Chef sozusagen. Nee, es ist eher andersrum. Ihr sagt, ich bin heute so fertig, lass heute mal lieber eine Runde zocken. So, und dann kommt das Projekt leider nie auf den Markt, weil ihr irgendwann einfach sagt, jetzt wird es gerade unangenehm, machen wir morgen. So, wenn ihr aber euch ein Zeitlimit setzt und sagt, hey, da muss das Ding fertig sein, dann kriegt ihr auch so ein kleines bisschen erstens den Perfektionismus hin, zweitens veröffentlicht ihr vielleicht eine Version, die noch nicht komplett fertig ist, aber ihr veröffentlicht eine Version, das wären dann Punkt 1 und 2 und drittens, wenn ihr Prokrastinateure seid, dann arbeitet ihr normalerweise unter Zeitdruck besser. Das heißt, ihr sagt, ey, da kommt das Ding raus und dann ist das eigentlich auch so. Und das ist ganz, ganz gut soweit. Natürlich muss man so ein Zeitlimit nicht absolut zu 100% einhalten, wenn jetzt zum Beispiel I don't know, morgen eine Mathearbeit und übermorgen eine Englischarbeit ansteht, dann müsst ihr nicht gestern die Website rausgebracht haben. Da muss man dann auch sagen, okay, sehen wir mal ein bisschen flexibler, aber man sollte sich so gut wie man kann dran halten. Und ja, das hilft enorm oder das kann enorm helfen. Gut, Punkt Nummer 4, warum eure Projekte eventuell nicht so erfolgreich sind, wie ihr dachtet, also eure Seitenprojekte, ja. Und zwar Partner, Leute, mit denen ihr an diesem Projekt arbeitet. Das kann schwierig sein, es kann aber auch sehr, sehr gut sein, wenn ihr mit anderen Leuten dran arbeitet. Und da muss man unterscheiden, ob man mit den Leuten wirklich dran arbeitet oder mit den Leuten nur drüber redet, über dieses Projekt. Wenn ihr mit den Leuten wirklich dran arbeitet, dann sind sie eure Partner. Mehr Leute sind generell mehr Diskussionen, was erstmal was Gutes ist. Und das heißt, wenn man über sein Projekt, über sein Seitenprojekt redet, dann kriegt man vielleicht wirklich wichtiges Feedback. Dann kriegt man vielleicht wirklich wichtige Informationen. Zum Beispiel all diese Sachen, die hier rumstehen, ja. Ein Großteil davon stammt von eurem Feedback, okay? Ihr habt mir irgendwann mal gesagt, hey, dein Headset-Mikrofon, sorry, aber nein. Und dann habe ich mir ein geileres Mikrofon geholt. Okay, das war das Mikrofon vor dem hier, aber trotzdem, ja. Zum Beispiel auch mit der Kamera. Ihr habt mir gesagt, hey, deine Kamera leckt ohne Ende. Und dann habe ich mir die hier geholt. So sind quasi die Vorgehensweisen. Und das geht natürlich genauso. Und zwar auch im privaten Umfeld. Wenn ihr über euer Projekt redet, werdet ihr Feedback bekommen oder Informationen. Und das muss nicht unbedingt fachliche Informationen sein. Es muss nicht sein, hey, dein Backend auf Python-Basis, wer macht denn sowas? Das ist außerdem nicht mal unbedingt wahr. Viele Leute, zum Beispiel Instagram hat ihr Backend auf Python-Basis, ja. Aber trotzdem kann es auch wirklich oberflächliches Feedback sein, wie zum Beispiel, was macht der Button da? Also zum Beispiel eine Oma könnte sagen, was macht der Button da? Und dann merkt ihr, oh, das ist nicht ganz eindeutig, was dieser Button da macht. Und dann könnt ihr das verbessern. Solche Sachen sind wirklich hilfreich. Auf der anderen Seite, wenn ihr wirklich mit den Leuten zusammenarbeitet, dann sollten diese Leute nicht unbedingt nicht unbedingt möglichst gleich sein wie ihr. Weil wenn die Leute exakt gleich sind wie ihr, dann hat man danach quasi sich selbst verdoppelt. Und das führt meistens dazu, dass man die Punkte, die man gut abarbeitet, also wenn ich jetzt zum Beispiel was mache, ich arbeite relativ schnell irgendwie ein Code-Fragment oder sowas ab, gut. Und ja, dann gibt es eben Leute, die sagen, okay, Code-Fragment ist vielleicht nicht unbedingt mein Ding, ich designe lieber. So, und für sowas brauche ich viel, viel länger. Deswegen, wenn sich die Leute unterscheiden, dann hat man einen guten Designer, man hat einen guten Coder zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite, wenn sie alle gleich sind, dann hat man 2 Coder und das Design bleibt liegen. So, das ist halt ein bisschen schwierig, deswegen sollten sich die Leute auch immer vom Charakter oder von den Fähigkeiten her ein bisschen unterscheiden, damit sie nicht zu gleich sind. Gut, kommen wir zu Punkt Nummer 5, und zwar keinen Plan zu haben. Und damit meine ich nicht vom Wissen her keinen Plan zu haben, sondern sich keinen Plan zu machen, wann man was macht. Ich sage jetzt nicht, ihr müsst wirklich exakt aufschreiben, heute mache ich, I don't know, Backend-Entwurf, morgen mache ich Backend-Implementierung, übermorgen mache ich das immer noch und so weiter. Aber einen groben Plan, was alles passieren könnte, solltet ihr haben. Und der kann natürlich sehr flexibel sein und immer noch ausbaufähig sein. Immerhin ist es noch ein Seitenprojekt. Aber ihr solltet nicht komplett auf einen Plan verzichten, denn ansonsten müsst ihr sehr, sehr häufig refactoren, also quasi einzelne Teile von eurem Code nochmal verbessern und dann irgendwie Sachen da reinfriemeln, was früher oder später zu Spaghetti-Code führt oder wirklich unleserlichem Code.
Und wenn es ganz schlecht läuft, kann es sogar sein, dass ihr sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich muss das neu schreiben. Das heißt, ihr müsst das ganze Ding rewriten. Und ja, das lässt sich vermeiden und ist immer mit sehr viel Frustration verknüpft, wenn man das Ding rewriten muss. Das habe ich an eigenem Leib erfahren, okay. Und ja, deswegen am besten einfach sich einen groben Plan schreiben, was man alles machen möchte. Und dann hat man da so immer im Hinterkopf, da brauche ich noch eine Methode, die könnte ich vielleicht nachher noch irgendwann brauchen. Nicht engineeren, also nicht komplett alles 10.000 Jahre planen, sonst sind wir wieder beim Perfektionismus, sondern wirklich nur einen groben Plan machen, der reicht dann eigentlich schon aus. Okay, und natürlich kann später noch was dazukommen zu eurem Plan, aber zumindest eine grobe Idee sollte man haben, was man da so alles reinbringen möchte. Gut, kommen wir zu Punkt Nummer 6. Die Profi-Tipps nicht anwenden wollen. Das heißt, wenn ihr vielleicht in professionellen Entwicklungen tätig seid, dann kennt ihr die ganzen Tricks und wahrscheinlich kennt ihr sie sogar, wenn ihr bei mir auf dem Kanal hin und wieder mal reinguckt. Aber bei Seitenprojekten ist relativ häufig der Fall, dass man da auf solche Sachen einfach verzichtet. Und hier spreche ich zum Beispiel von einer guten Dokumentation oder Kommentaren zumindest, ja, davon, dass man vielleicht auch Tests machen muss, auch wenn es ein Seitenprojekt ist, davon, dass man einen Backlog hat, sprich das, was ich gerade beim Plan gesagt habe, dass man weiß, was man da eigentlich gerade noch machen möchte, Version Control und ein gutes Deployment Setup. Dass man nicht einfach hergeht und sagt, ey, ich fange jetzt einfach mal an, sondern dass man auch wirklich an diese Punkte denkt und weiß, was die eigentlich tun. Eigentlich sind das jetzt sogar 5 eigene Punkte, also könnt ihr das Video erweitern, nicht nur 9 Punkte, sondern sehr viel mehr Punkte. Dokumentation, Testen, Backlog, Version Control und Deployment Setup. Das braucht ihr auch, wenn ihr ein Seitenprojekt habt, denn ansonsten guckt ihr euch 2 Wochen später euren Code an und denkt euch, was ist das? Okay, ja, und deswegen, genau, das braucht ihr auf jeden Fall. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Und zwar Überarbeitung. Ihr solltet es mit euren Seitenprojekten auch nicht übertreiben. Wenn ihr zum Beispiel nicht genug Schlaf habt oder ihr arbeitet sogar noch als professioneller Softwareentwickler, dann kann es relativ schnell dazu führen, dass ihr dann früher oder später überarbeitet seid und komplett die Motivation verliert, einfach nur noch wie ein Zombie euren Code tippt und da kommt A, kein Quality Code bei raus und B, tut es eurer Gesundheit nicht gut. Und das kam auch vielleicht letztes Mal ein bisschen falsch rüber, als ich gesagt habe, ihr solltet in die Zone reinkommen oder in den Flow reinkommen. Das meine ich schon wörtlich. Ihr solltet euch nicht ablenken lassen und möglichst euch auf euren Code konzentrieren. Auch mal wirklich ein paar Stunden am Stück. Aber damit meine ich nicht, dass ihr von vorne bis hinten, von morgens bis abends nur noch am Coden sein sollt, sondern wirklich nur solange ihr wirklich Bock drauf habt und es euch gut tut. Das heißt, nicht übertreiben, sondern wirklich in einem geregelten Maß, okay? Und ja, natürlich braucht ihr Sport, natürlich braucht ihr genug Schlaf, natürlich braucht ihr eine gesunde Ernährung. All das fördert die Konzentration und all das fördert natürlich dann im Endeffekt auch eure Quality vom Code, ja? Und deswegen sind solche Sachen extrem wichtig. Wenn ihr übermüdet seid, dann macht ihr keine guten Codefragmente. Und in meinem Fall mache ich zum Beispiel keine guten Videos, wenn ich viel zu müde bin. Und das ist ein Punkt, an dem muss ich auch noch arbeiten, an dem muss jeder eigentlich, glaube ich, arbeiten, aber es ist ein wichtiger Punkt und den sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, denn immerhin ist es ein Seitenprojekt. Es ist nicht eure Arbeit, es ist euer Seitenprojekt und selbst für die Arbeit sollte man dafür sorgen, dass man mehr als genug Schlaf bekommt. Und wenn die Arbeit das halt nicht zulässt, dass man danach noch so eine Stunde oder sowas an seinem Code arbeitet, dann sollte man halt sein Seitenprojekt zumindest mal bis zum Urlaub oder sowas, bis man wieder Lust drauf bekommt, einfach mal ruhen lassen. Das muss dann halt leider so sein, denn andere Dinge haben dann Vorrang. Okay, Punkt Nummer 8 ist, teilt euren Code mit der Community. Also nicht unbedingt mit dieser Community, wobei ihr das gerne auch machen könnt. Im Discord-Server haben wir sogar extra einen Channel angelegt, wo ihr eure Projekte teilen könnt. Da können dann andere Leute sich mal reinlesen, können mal gucken, was das Ding so kann und können dann vielleicht auch Feedback geben. So, aber natürlich gibt es noch weitere Communities, ja. Ihr könnt das Ding auf GitHub hochladen und dann gibt es dort Issues. Manche Leute finden das vielleicht. Auf Reddit kann man das Ding teilen, auf Twitter kann man das Ding teilen und so weiter und so fort. Ihr könnt auch wirklich gerne im Discord-Server das Ding posten und die Leute freuen sich über Projekte, wenn sie vielleicht selber was lernen können aus eurem Seitenprojekt. Das heißt, macht das ruhig, das ist wirklich gut. Ihr bekommt da Feedback, ihr bekommt vielleicht eure ersten Tester oder erste Leute, die es ausprobieren und vielleicht bekommt ihr sogar Hilfe oder einen Partner bei eurem Projekt, der euch dann noch helfen möchte. Falls ihr das wollt natürlich nur. Gut, und dann kommen wir zum allerletzten und 9. und allerwichtigsten Punkt. Und der fasst eigentlich alle Punkte so ein bisschen zusammen. Und zwar die Motivation.
Eure Motivation ist alles, was dieses Seitenprojekt und was jedes Seitenprojekt, jedes Startup-Unternehmen, auch Google hat irgendwann mal so angefangen, Motivation. Und das ist alles, was hinten dran steckt. Wenn man die Motivation verliert, dann stirbt das Projekt. Und das ist einfach so. Und das heißt, wenn ihr all diese Punkte, die ich gerade genannt habe, nicht beachtet, oder wenn ihr einen davon halt nicht beachtet, dann verliert ihr früher oder später die Motivation weiterzumachen. Und wenn dann niemand von außen hinten dran steht und euch Druck macht, dann führt das früher oder später dazu, dass eure Projekte einfach nicht mehr erscheinen können, weil ihr keinen Bock mehr auf eure eigenen Projekte habt. Ja, das kommt wahrscheinlich häufiger vor, also wahrscheinlich verliert ihr häufiger an einem Projekt die Motivation, als dass es ein Projekt wirklich bis ins Deployment reinschafft. Aber das ist okay. Wenn man keinen Bock mehr drauf hat, dann muss man sich nicht dazu zwingen. Vielleicht, und da ist dann wieder die gute Dokumentation da, vielleicht hat man irgendwann später, so in einem Jahr oder sowas wieder, denkt man an sein Seitenprojekt, redet mit einem Freund darüber und dann merkt man so, das ist eigentlich voll geil, warum habe ich das nicht weitergemacht? Und dann kommt wieder die Motivation auf und man macht weiter. Und deswegen ist hier auch wirklich eine gute Dokumentation, vielleicht auch ein gutes Backlog wichtig, dass man da wieder reinfinden kann. Ja, und dann gibt es dann noch den riesigen Punkt der Veröffentlichung. Da kann sehr, sehr viel schief gehen, aber das machen wir nicht jetzt in diesem Video, weil sonst kommen wir hier auf locker 50 Minuten, glaube ich, sondern das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne Feedback da, was ich besser machen soll, was ich nicht so gut gemacht habe oder was ich gut gemacht habe vielleicht auch. Das freut mich auch immer ganz gerne. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.